Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu dieser neuen Folge meiner Gesundheitskosmetik-Videos. Da herkömmliche Shampoos nicht nur bedenklich, sondern extrem gesundheitsgefährdend sind, da sie aggressive chemische Substanzen beinhalten, die nachweislich krebserzeugend sind und das Erbgut schädigen, ebenso fruchtschädigend sind, Allergien auslösen können und sogar den Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Da diese Stoffe über die Haut in den Körper gelangen, denn die Haut ist ja unser größtes Organ, weshalb alles, was wir auf die Haut schmieren, auch in den Körper gelangt, sollten wir gut darüber nachdenken, alternative Shampoos, Seifen und Cremes für unsere Haut und Haare zu benutzen. Bevor ich daher angefangen hatte, dieses natürliche, gesunde Shampoo zu benutzen, hatte ich meine Haare nur einmal in 10 Tagen mit echtem Shampoo gewaschen, ansonsten immer nur mit Wasser, um so selten wie möglich diese ungesunden Stoffe meinem Körper anzutun. Meine Haare hatten sich an das seltene Shampoo-Waschen so sehr gewöhnt, dass sie überhaupt nicht fettig wurden. Sie blieben also 10 Tage lang schön, seidig und glänzend. Meine Haut wasche ich schon seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr mit Seife, sondern lediglich mit Wasser beim Duschen. Abgesehen von den Händen, die ich allerdings noch jahrelang mit Seife gewaschen habe, zum Beispiel nach dem Toilettengang oder anderen Aktivitäten, wo es wirklich notwendig ist, die Hände mit Seife zu waschen. Jetzt allerdings ersetze ich die Seife mit dieser natürlichen Wascherde hier, mit dieser Lavaerde, denn die kann man sowohl für die Haare waschen, also für das Haarewaschen benutzen, als auch um seinen Körper damit zu waschen. Lavaerde hat nichts mit Lava zu tun, sondern leitet sich von dem lateinischen Begriff lavare, was waschen bedeutet, her ab. Die arabische Bezeichnung Rasul hat dieselbe deutsche Bedeutung. Bei Lavaerde handelt es sich um gemahlenen Ton. Hier sehen wir den. Man sieht richtig, dass es Ton ist. Traditionell verarbeitete Lavaerde wird an der Luft und an der Sonne getrocknet und anschließend gemahlen. Aber man kann sie natürlich auch so in diesen Brocken kaufen, wie ich das hier getan habe, und dann selbst vermahlen. Lavaerde wird ausschließlich im marokkanischen Atlasgebirge seit dem 8. Jahrhundert abgebaut und das bis in die heutige Zeit hinein. Um die Ressourcen dort zu schonen, könnte man es allerdings auch mit ganz normaler Heilerde austauschen. Die Vorteile von Lavaerde liegen auf der Hand. Das Naturprodukt ist von den Inhaltsstoffen her so pur wie kein zweites. Auf Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Emulgatoren usw., die in der konventionellen Kosmetik Einsatz finden, wird hier komplett verzichtet. Ich persönlich mische jetzt zu diesem gemahlenen Tonmineral noch einen Löffel natives Arganöl, als auch einen Esslöffel naturtrüben Apfelessig. Abgesehen jetzt von dem Wasser, was man noch hinzufügt, bewirken diese beiden gesunden Zutaten, dass die Kopfhaut eine Rückfettung bekommt und die Haare seidig, glänzend und ganz weich werden. Zwar werden sie das auch schon mit der Lavaerde allein, also mit Lavaerde und Wasser allein, würde schon dafür sorgen, dass die Haare glänzend, weich und sauber werden, aber diese zwei Inhaltsstoffe, die ich jetzt noch hinzufüge, die vermehren, also die verstärken praktisch noch diese Wirkung. Wasser gibt man so viel hinzu, wie einem beliebt, also man kann die Paste relativ dick oder auch relativ dünnflüssig verrühren. Das kann man machen, wie man möchte. Letztendlich kommt es alles auf die Haare und die Haare werden dann wie bei der Seife, also ganz weich und glitschig sozusagen, während man sie damit wäscht. Also es fühlt sich fast an wie Seife, wenn man jetzt die Haut damit wäscht, oder eben wie Shampoo, wenn man die Haare damit wäscht. Das Gefühl ist also praktisch genau das gleiche und die Wirkung eben auch die gleiche, nur dass es eben sehr, sehr viel gesünder ist und dem Körper keinen Schaden zufügt. Das Tolle daran ist sogar, dass wir damit der Sunna nachkommen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba haben auch manchmal Tonerde benutzt, um grobe Verschmutzungen zu lösen. Beim Ghusl und beim Wudu benutzen die Sahaba immer nur Wasser, denn Wasser reicht auch in den meisten Fällen komplett aus, um sich damit zu reinigen. Wir wurden nur heute leider von der Konsumindustrie dahingehend so sehr verdorben, dass wir meinen, ständig uns mit Seife und Shampoo waschen zu müssen, obwohl das nur selten bei wirklich groben Verschmutzungen notwendig ist. Ein Beispiel für solch eine Ausnahme finden wir im Hadith, wo es darum geht, dass ein Hund ein Essgefäß ausgeleckt hat, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, dieses Gefäß 7-mal mit Wasser zu waschen, wovon das erste Mal mit Erde gewaschen werden sollte.
Daran sehen wir, dass die Sahaba damals anstelle von Seife, die es damals noch nicht gab, Erde benutzt haben. Subhanallah. Lavaerde arbeitet ohne Tenside, die in üblichen Reinigungsprodukten den Schmutz von Haut und Haar entfernen. Lavaerde wirkt physikalisch. Durch die hohe spezifische Oberfläche der winzigen Lavaerdekörner haben diese eine hohe Kationenaustauschkapazität und sind in der Lage, bestimmte Stoffe zu de- und absorbieren, also Schmutz und überschüssiges Fett zu binden bzw. zu entfernen, ohne dass es zur Schaumbildung wie bei herkömmlichen Tensiden kommt. Die besonders hautschonende Reinigung mit natürlichen Tonmineralien ist vollkommen reizfrei und sehr hautverträglich. Lavaerde reinigt Haut und Haar, ohne die natürliche Schutzschicht auszulaugen. Das heißt, sie greift den natürlichen Säureschutzmantel der Haut nicht an, wie das die herkömmlichen Seifen und Shampoos tun. Lavaerde ist zu 100% umweltverträglich, denn sie enthält keine Tenside oder andere Substanzen, die das Abwasser belasten könnten. Bei Lavaerde handelt es sich um einen gemahlenen Ton, der sehr mineralienreich ist. Die Hauptbestandteile sind Silizium und Magnesium, ferner besteht es aus Eisen, Calcium und Natrium. Alles also gesunde Mineralien, die der Körper gut vertragen kann. Lavaerde ist als Produkt der Naturkosmetik auch deshalb so geschätzt, weil sie die Haut nach dem Waschen nicht austrocknen lässt. Man könnte sich sogar sein Gesicht damit waschen und hinterher hat man ganz weiche, saubere Haut. MashaAllah. Das Arganöl, welches ich hier zu meinem Shampoo hinzugebe, ist übrigens ein Segen für die Haare und es stammt genauso wie die Lavaerde ausschließlich aus Marokko. Trockenes, sprödes oder zu Spliss neigendes Haar wird durch die Verwendung von Arganöl wieder glatt, geschmeidig und besser kämmbar. Auch lässt sich trockene, juckende Kopfhaut, hartnäckige oder gar juckende Schuppen oder Haarwuchsprobleme mit regelmäßiger Anwendung von Arganöl erfolgreich bekämpfen. Ebenso erfolgreich wird der Apfelessig gegen Schuppen und juckende Kopfhaut eingesetzt und er neutralisiert den pH-Wert der Kopfhaut und macht die Haare samtig, weich und glänzend. Zusammen wirken diese 3 Zutaten daher ideal als gesundes, natürliches Shampoo, die unsere Haare sauber, weich und glänzend machen, ebenso gut unsere Haut auch tun. MashaAllah. Ja, das war's dann auch wieder für heute. Dann hoffe ich, dass ich euch auch diesmal wieder für eure kosmetische Gesundheit von Nutzen war. Ich wünsche euch kräftige, glänzende und gesunde Haare und auch Haut. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.